Hallo, ich bin der Harald und ich möchte euch heute mein Weltreisefahrzeug präsentieren. Das Fahrzeug ist ein Land Cruiser 79, ehemals ein Pickup gewesen, Single Cab Pickup, wurde abgeschnitten und mit Kabine versehen. Es ist ein Benziner mit 4 Liter Hubraum und 272 PS, alles Euro 6. Man kann in Deutschland in jede Innenstadt rein. Es ist ein alltagstaugliches Fahrzeug, aber natürlich für Reisen und Expeditionen entwickelt. Wir gehen mal rum. Wir haben eben diesen 4 Liter Benzinmotor. Wir haben hier eine Stoßstange von Toms Fahrzeugtechnik, der auch dieses Fahrzeug komplett entworfen und gebaut hat, mit einer Warren-Winde bis 6 Tonnen Laserscheinwerfer. Für die technisch Interessierten zeige ich noch den Motorraum. Einspritzer mit mäßiger Elektronik, sage ich jetzt mal. Diese Fahrzeuge werden viel gefahren im afrikanischen Raum, Namibia und so weiter, Südafrika sind das die Arbeitstiere für die Farmer. Eigentlich unverwüstlich, die Technik ist nicht neu, die hat sich bewährt und wird seit langer Zeit gleich gebaut. Wir haben so bestimmte Modifikationen. Wichtig für mich ist dieser Filter, der Trabold-Filter, das entwickelt von einem deutschen Ingenieur Trabold. Der verlängert die Ölstandzeit von 15.000 auf ca. 50.000 Kilometer. 3 Schrauben auf, Deckel ab, Papierfilter austauschen, alles gut. Der Tausch der Papierfilter sollte dann tatsächlich alle 10.000 bis 15.000 Kilometer erfolgen. Ja, sonst macht es keinen Sinn. Ja, dann können wir auf 50.000 Kilometer hinauszögern, falls kein entsprechendes Öl zur Verfügung steht oder man wenig Vertrauen zur Werkstatt hat. Hier ist ein Teil der Sicherungen, ein Teil ist hier verbaut, ein Teil ist im Fußraum. Hier haben wir nochmal den Boiler. Der steht jetzt auf Durchfluss, das heißt jetzt im Moment wird er während der Fahrt vom Kühlwasser aufgeheizt. Das heißt, wenn wir unterwegs sind, haben wir jeden Abend kochend heißes Wasser. Wenn man das mit Kaltwasser mischt, können also, ich sage sicher 4 Personen können eine schöne Dusche machen. Ja, kein Problem. Falls ich das mal zumachen sollte und vergesse es aufzumachen, kann ich den Boiler natürlich auch elektrisch aufheizen. Ein Tropenkühlsystem hier, was uns auch in den heißesten Regionen vor Überhitzen schützt. Deutschland erlaubt diese Bullenfänger hier nicht. Deshalb ist die von Tom so konstruiert, über diese Schrauben hier abnehmbar, falls mal in der Kontrolle doch jemand Bescheid weiß oder natürlich zum TÜV. Im Ausland zugelassen, also es ist von den Lasern her, die steckt man ab, macht die paar Schrauben weg und schon hat man nur diese Stoßstange ohne den Bullenfänger. Die Winde ist einfach dafür da, weil wir alleine reisen und wenn wir uns wirklich mal irgendwo in Kalamitäten bringen, dann können wir uns selbst befreien, falls irgendwo ein Baum, ein Felsen oder, ja, das ist klar, muss irgendwas in der Nähe sein, wo wir uns einhängen können. Natürlich die verbreiterten Spiegel. Wassertank hier 110 Liter, alles aus dem Bootsbau, sehr hochwertig in Edelstahl. Airline-Schienen zur Befestigung diverser Dinge. Drüben haben wir die Sandbleche dran. Hier ein Anschluss für Landstrom. Man sieht schon, wie solide das alles ausgeführt ist. Wenn wir schon dabei sind, hier haben wir die Alufelgen vom Tom auch direkt, Toms Fahrzeugtechnik. Gewichtersparnis gegenüber den Stahlfelgen 15 Kilo. Hier kann man natürlich wunderbar sitzen, wenn es regnet, bei schlechtem Wetter hat man einen tollen Ausblick, wird nicht nass. Hier lassen sich noch Bleche befestigen mit Weitheißtonnen, das machen wir noch.
wo man als Waschmaschine oder als Mülleimer benutzen kann. Ein Seitenfach für alles, was man so mal schnell griffbereit braucht. Werkzeug, Schlauch zum Wasser nachfüllen. Die Sandbleche, die wir runterklappen können und zum Kochen verwenden. So, und jetzt schauen wir mal, natürlich eine Markise. Das Dach haben wir jetzt schon mal hochgeklappt. Und jetzt schauen wir mal rein. Aber wir haben noch hier und vorne die Benzintanks zum Befüllen mit 320 Liter insgesamt. Die Trittstufe mechanisch, kann nichts kaputt gehen mit der Elektrik. Bevor wir weitergehen, führe ich gleich noch die Dusche vor. Das Brett höher legen. So, hier kann der Lars mal filmen. Wir haben den, ich gehe mal außen rum. Wir haben hier den Warmwasseranschluss zum Mischen mit 8 Liter Boiler. Wir haben weiterhin hier die, muss ich anders machen, die Trockentoilette zum Raussliden. Und ich kann diese Wand vorsliden und kann das als Duschkabine benutzen. Ist natürlich am Boden ein Ablauf, alles in Edelstahl. Da ist der Ablauf, ne? Wahrscheinlich. Da unten ist der Ablauf, genau. Ja, es ist unglaublich durchdacht, es ist ein Raumwunder, muss man deutlich so sagen. Das ist der Zugang zum Alkoven. Wir haben das Reserverad drin, wir haben Getränke drin. Das geht einen guten Meter hier lang. Vieles hat da Platz. Hier sind natürlich die üblichen Schränke für Lebensmittel. Hier unten ebenfalls Stauraum. Und die ganzen Sicherungskästen. Hier kommen wir zur 40 Liter enge Kühlbox. Kompressor. Hier eine Gefrierschublade. Wir nutzen sie für Obst. Ist aber für Gefriergut möglich bis minus 28 Grad. Ebenso eben nur kühlen. Alles einstellbar. Hier ist Gas, Wasserboiler, das ganze Wassersystem verbaut. Und hier hinten, man sieht es jetzt nicht, oder vielleicht doch, mal schauen, ist die Wasserfilteranlage. Es sind 3 Filter in Reihe geschaltet, plus ultraviolettes Entkeimungssystem. Hier zum Kochen die Spüle. 2 Flammenherd. So. Ja, der Schlafplatz ist in erster Linie hier oben. Das ist runterklappbar. Wir haben es jetzt oben, um das Fahrzeug gut begehen zu können. Runterklappen, etwas erweitern. Dann haben wir oben 2 Meter mal 1,60 Meter. Weiterhin kann man den Tisch absenken und hat unten eine Liegefläche von 1,90 mal 1,35 etwa. Es ist übrigens auch als Sitzgruppe für 4 Personen gemütlich. Hinten haben wir noch ein Einlagebrett, das man hier vorne hinlegen kann. Dann kann man auch zu 5 hier mal gemütlich Abendessen. Ja? Natürlich die tollen Taschen, die Toms hier in seinen Fahrzeugen verbaut, die sehr praktisch sind. Die Farbe ist natürlich wählbar. Wir haben uns für das Rot entschieden. Wir benutzen es für Wäsche, damit es schön weich ist, wenn man sich anlehnen will. Hier unter den Sitzen ist natürlich alles Stauraum. Ja, alles aufklappbar. Und ich kann es hier nochmal zeigen.
hochnehmen, aufmachen, hochklappen. Viel Platz, ganz hinten auch noch eines. Und das sind die abnehmbaren Polster für die Betterweiterung. Hier hinten natürlich noch, dann gibt es ja, für Kleidung, das ja, für alles Mögliche nutzbar. Ja. Und es gibt natürlich noch Geheimfächer hierin, die ich jetzt nicht zeige, wo man Papiere, Pässe, Geld etc. aufbewahren kann. Ein Wahnsinnsfahrzeug. Der Durchgang hier nochmal, der Durchgang zur Fahrerkabine. Ein verschiebbarer Organizer. Er ist jetzt natürlich vollgepackt. Eigentlich sollte er jetzt verschiebbar sein, dass man im Notfall schnell die Fahrerkabine erreicht, aber war bis jetzt noch nicht notwendig. Die Seiten, das kann man natürlich alles aufmachen. Wir haben direkt Gase dahinter, super feine Gase, dass auch die kleinsten Moskitos nicht durchkommen. Und die Fliegen, die jetzt drin sind, sind natürlich durch die Türe reingekommen. Ja. Und ist das so ein Thermostoff? Wie kalt darf es denn hier sein? Mit so einem Es ist kein Thermostoff. Wenn man das isolieren will, müsste man das also meiner Meinung nach von außen machen, damit innen kein Schwitzwasser entsteht. Ja. Aber wir haben hier herin jetzt auf unserer ersten großen Tour mit dem Fahrzeug bei Minusgraden schon geschlafen. Ja, Mütze auf, dicke Socken, dann, ja, man muss da ein bisschen, es ist ein Campingfahrzeug, ist natürlich optimal, wenn das Wetter schön ist. Wir haben natürlich hier die Lichtleisten auf beiden Seiten, wir haben hier nochmal Obenlicht, wir haben hier eine Webasto Standheizung mit Höhenkit, die also auch bei 5000 Meter über Meeresspiegel noch gut funktioniert. Und wir haben hier unser Kontrollsystem, unser Philippi. Der zeigt mir jetzt zum Beispiel an, wir haben noch 73% Strom in unserer Verbraucherbatterie. Oder wir haben noch 37 Liter Wasser im Tank. Das Basisfahrzeug, soweit ich informiert bin, liegt im Moment bei 160.000 Euro und man kann sich natürlich viele Extras aussuchen. So wie wir hier mit allen Extras gefahren sind, liegen wir bei 195.000 mit der Sonderlackierung und ja, selbst der Gummifußboden ist ein Extra, normal drunter ist Holz. Wir haben uns für Gummi entschieden. Die Winde, die Stoßstange, ach, die Liste ist lang der Extras, Fahrwerk und so weiter. Aber man kann eigentlich mit dem Fahrzeug mit 160.000 Euro losfahren und eine schöne Reise machen. Wie lange muss ich denn auf so ein Fahrzeug warten? Im Moment denke ich, hat der Tom eine Wartezeit von 1,5 bis 2 Jahren. Ja, also die Nachfrage ist sehr groß, die Fahrzeuge sind extrem gut gebaut. Man denkt zwar schockierend hoher Preis, aber ich muss ehrlich sagen, je länger ich dieses Fahrzeug mir genau betrachte, die Handwerksarbeit, die Ausführung, desto klarer wird mir der Preis. Und ich muss heute ganz ehrlich sagen, der Preis klingt zwar nach viel, ist aber nicht überzogen. Das ist meine ehrliche Meinung. Wir haben natürlich uns auch überlegt, machen wir es, aber so viel Freude, wenn man mit so einem Fahrzeug hat, ist jetzt unserer Meinung nach das Geld wert. Ja, ganz klar. Es geht auch viel, viel billiger. Manche reisen mit Fahrzeugen, die mit 10.000 Euro hergestellt sind. Das ist jetzt hier schon das obere Niveau. Ja. Wobei natürlich, wir haben ihn jetzt mal in der Wüste ein paar Tage getestet. Es ist ein unschlagbares Fahrzeug für jeden Untergrund. Ob Stein oder Sand, egal was man fährt. Auch bequem auf der Straße. Man sitzt vorn drin, kann Musik hören, sich unterhalten. Es ist fast wie ein SUV. Seid ihr alleine unterwegs gewesen in der Wüste jetzt? Nein, wir haben ein sehr nettes Team kennengelernt. Der Lars, der mir jetzt gegenübersteht.
Und den Thomas und ein junges französisches Pärchen, der Benoit und die Doris, die wir sicher auch wieder treffen jetzt beim nächsten Wüstentrail. Und es hat sich so ergeben, wir haben uns eigentlich beim Einstieg in die Wüstentour, die dann 3 Tage gedauert hat, haben wir uns kennengelernt. Uns zieht es jetzt zum Atlantik, weil es dort ein paar Grad wärmer ist. Und dann werden wir wieder nordwärts fahren, dass wir Mitte Februar in Portugal sind. Wir gucken nach dem Strandhund, in den wir uns verliebt haben, wenn der noch da ist. Schauen wir mal, ob er mit uns mitkommen will. Und dann gucken wir uns den Norden Portugals nochmal an und Anfang März sind wir dann wieder zu Hause. Dann gute Reise, viel Glück, alles Gute und Gesundheit. Ja, gerne. Herzlichen Dank, Lars. Ja.